Hallo Leute, heute sprechen wir über die Hautpflege von Dr. Barbara Sturm. Und falls ihr euch jetzt berechtigterweise fragen solltet, wer ist diese Dr. Barbara Sturm eigentlich? Möchte ich euch erstmal eine Antwort darauf geben. Dr. Barbara Sturm ist studierte Orthopädin und hat im Jahre 2006 die Dr. Barbara Sturm Molecular Cosmetics GmbH eintragen lassen, deren Unternehmensgegenstand die Vermietung von Praxen und der Vertrieb von kosmetischen Mitteln ist. Wir konzentrieren uns natürlich auf Zweiteres. In einem Interview mit dem Handelsblatt aus dem letzten Jahr wurde von einem Umsatz von ca. 30 Millionen Euro gesprochen und laut Dr. Barbara Sturm soll ihr Unternehmen auch stetig wachsen. Außerdem betreibt Dr. Barbara Sturm unter ihrem Namen sogenannte Dr. Barbara Sturm Boutiquen und Spas, wo man ihre Produkte kaufen kann und wo man sich auch einer kosmetischen Behandlung unterziehen kann. Ihre Hautpflege ist sogar international bekannt und wird unter anderem von namhaften Shops gelistet, wie zum Beispiel Douglas, Space &K oder Beautylish, egal ob stationär oder online. Die Frau hat sozusagen den Markt im Sturm erobert und das finde ich echt bemerkenswert und habe auch großen Respekt davor, denn ich finde, dass wir dahingehend einfach auch mehr Unternehmerinnen in der Gesellschaft brauchen, die auch gleichzeitig Vorbilder für uns sein können. Da wir uns jetzt mit der Gründerin auseinandergesetzt haben, sprechen wir doch mal über ihre Produkte, die Preispolitik, den Kundenservice und die Transparenz. Das Dr. Barbara Sturm Hautpflegesortiment umfasst eine vielfältige Auswahl an Produkten, die wohl eher sehr gut finanziell situierte Menschen ansprechen sollen, denn die Preise bewegen sich in einem Rahmen zwischen 25 Euro für das günstigste Einzelprodukt und 295 Euro für das teuerste Einzelprodukt. Ich blende euch gleich mal beide mit den Inhaltsstoffen ein und natürlich stellt sich sofort die Frage, sind diese Produkte ihr Geld wert? Also was die Formulierung angeht, würde ich aus Kosmetikherstellersicht sagen, nein. Ich persönlich würde keine 295 Euro für dieses Serum ausgeben, auch wenn ich weiß, dass Dr. Barbara Sturm teilweise fermentierte Rohstoffe in ihren Produkten verwendet, die jetzt nicht gerade günstig sind. Dennoch rechtfertigt das meiner Meinung nach nicht den Preis. Auch die Verpackungen finde ich jetzt nicht sonderlich innovativ, dass das in irgendeiner Form den Preis rechtfertigen würde. Was ich jedoch gut finde, ist die Tatsache, dass zumindest bei den Produkten, wo ich die komplette INSI-Liste gefunden habe, keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten waren und das finde ich echt großartig. Trotzdem muss ich noch Kritik hinterherwerfen, denn ich finde, es zeugt nicht von Transparenz, wenn man in seinem Shop keine kompletten INSI-Listen angibt, was einfach Standard sein sollte. Das ist unter anderem für Allergiker und Allergikerinnen unabdingbar, denn anhand der INSI-Liste können diese schon feststellen, ob das Produkt für ihre Haut geeignet sein wird oder eher weniger. Und ich glaube, auch eine allergische Reaktion macht keinen Unterschied zwischen arm und reich. Unter anderem wegen dieser fehlenden Transparenz habe ich den Kundenservice von Dr. Barbara Sturm kontaktiert und leider keine wirklich zufriedenstellende Antwort erhalten. Man hat mich nur darauf hingewiesen, dass wenn ich mich für ein bestimmtes Produkt interessiere, man dem Kundenservice sozusagen Bescheid geben soll und dann die komplette INSI-Liste erhalten würde. Aber das löst meiner Meinung nach einfach nicht das Problem. Und diese Art der Geheimhaltung ist auch ein ziemlicher Teufelskreis, denn die meisten Online-Shops, die bei sich Produkte listen, beziehen ihre INSI-Listen vom Haupt-Online-Shop, also in diesem Fall der Dr. Barbara Sturm Webseite. Und wenn da einfach keine Inhaltsstoffe korrekt aufgelistet werden, dann passiert sowas. We don't have ingredient data available for this item. Auch die Tatsache, dass im Shop von Dr. Barbara Sturm keine Grundpreise angegeben werden, finde ich kritikwürdig, denn die Grundpreisverordnung existiert ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern soll der Kundschaft eine Vergleichsmöglichkeit geben, unabhängig von ihrer finanziellen Situation.
Auf der Dr. Barbara Sturm Webseite existiert auch ein Blog und dort habe ich mich mal umgeschaut. Und ehrlich gesagt habe ich nicht sonderlich viel zu beanstanden. Es sind tatsächlich nur Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Und zwar spricht sich Dr. Barbara Sturm sehr intensiv für einen guten UVA-Schutz bei Sonnenschutzmitteln aus. Man kann immer wieder mal irgendwo lesen, dass man nicht so extrem auf den SPF-Wert achten sollte, da dieser ja eher was über den UVB-Schutz aussagt, was natürlich auch korrekt ist und dass eben auch ein guter UVA-Schutz sehr, sehr wichtig ist. Aber leider gehen diese Aussagen nicht ganz so gut mit ihrem eigenen Produkt zusammen, denn sie selbst bietet ein Sonnenschutzmittel in Form ihrer Sundrops an, die man theoretisch mit seiner Creme mischen kann, wovon ich persönlich abraten würde, denn dadurch wird der Schutz gemindert. Sonnencremes werden auch nicht so getestet, dass sie mit irgendwelchen Produkten verdünnt werden, sondern sie werden auf die nackte Haut aufgetragen und zwar in einer Menge von 2 Milligramm je Quadratzentimeter Haut, das heißt 1 Gramm fürs komplette Gesicht. Wenn man viel weniger nimmt, bekommt man natürlich auch sehr, sehr viel weniger Schutz. Deshalb würde ich euch persönlich davon abraten, Sonnenschutzmittel zu verdünnen. Aber mal davon abgesehen, dass man eben auch keine komplette INCI-Liste vorfinden kann in ihrem Shop, um einfach auch mal zu schauen, welche UV-Filter so verwendet werden, findet man auch nirgends eine genaue Angabe zum UVA-Schutz. Und das hätte ich jetzt bei diesem Produkt erwartet. Also zumindest, wenn man ihre Aussagen nimmt und das, was sie sozusagen predigt, hätte ich hier definitiv irgendeine genaue Angabe zum PPD-Wert erwartet oder wenigstens irgendwo ein UVA-Siegel, damit man eben auch weiß, okay, der UVA-Schutz entspricht 1/3 des UVB-Schutzes. Das war übrigens der zweite Grund, warum ich den Kundenservice von Dr. Barbara Sturm kontaktiert habe. Ich wollte mehr über den UVA-Schutz der Sundrops erfahren, da sich ja Dr. Barbara Sturm so sehr für UVA-Schutz ausspricht. Und nach etlichen E-Mails, in denen ich der Dame erklärt habe, was UVA-Schutz bedeutet, wie ein UVA-Siegel aussieht, was das UVA-Siegel aussagt und ich habe hier sogar ein Bild vom UVA-Siegel angehängt, wurde ich darauf hingewiesen, dass das UVA-Siegel wohl auf der Umverpackung mit drauf sein soll. Aber da ich mich mit dieser Antwort nicht zufriedenstellen geben wollte, musste ich eure Hilfe in Anspruch nehmen. Deshalb haben mir einige unter euch Bilder von den Umverpackungen geschickt und da muss ich sagen, konnte ich auf den ersten Blick nirgends ein UVA-Siegel entdecken, was natürlich daran liegen könnte, dass da irgendwelche Sticker oder Folien drumherum waren. Ist natürlich sehr, sehr schade für die Kundschaft, die dann vor Ort ist und nirgends ein UVA-Siegel entdecken kann. Aber auf der Probiergröße war es zumindest drauf. Trotzdem muss ich sagen, dass das ein ziemlicher Zeitaufwand war für diese eher kleine Info. Und ich glaube auch nicht, dass die Kundschaft immer diese Zeit aufbringen kann, so lange mit dem Kundenservice hin und her zu schreiben. Das kann man natürlich vereinfachen, wenn man solche Sachen transparent im Shop angibt. Wir sind aber längst noch nicht fertig, denn mir ist noch was aufgefallen. Dr. Barbara Sturm ist wichtig, dass Produkte möglichst sanft zur Haut sind, ihr Feuchtigkeit spenden und die Barriere aufbauen. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Natürlich wird das durch die fehlende Transparenz ein wenig sabotiert, da man keine kompletten INCI-Listen im Shop vorfinden kann, denn anhand dieser kann man schon vorab sehen, ob da jetzt feuchtigkeitsbindende oder barrierestärkende Inhaltsstoffe im Produkt enthalten sind. Und ich habe anhand der INCI-Listen, die ich zumindest irgendwo finden konnte, festgestellt, dass wirklich wenige barrierestärkende Inhaltsstoffe in den Produkten drin sind. Da denke ich vor allem an Ceramide oder beispielsweise Niacinamid. Man findet durchaus feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe in ihren Produkten, wie zum Beispiel Glycerin, Betain und Natriumhyaluronat, aber gut erforschte barrierestärkende Inhaltsstoffe sind in ihren Produkten relativ selten, also zumindest bei denen, wo ich auch die INCI-Listen finden konnte. Außerdem enthalten ihre Produkte keine Beduftung, weil sie natürlich durchaus hautfreundlich und sanft macht. Ihr dürft jedoch nicht vergessen, dass ich mich ausschließlich auf die Produkte beziehe, wo ich auch
auch die kompletten INSI-Listen einsehen konnte. Ich kann jetzt keine pauschale Aussagen zu all ihren Produkten treffen, weil, wie gesagt, die INSI-Listen nicht transparent angegeben werden. Aber einige ihrer Produkte enthalten dennoch Pflanzenextrakte, weshalb ihr da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen müsst. Abschließend muss ich sagen, dass ich mir wahrscheinlich keines der Produkte von Dr. Barbara Sturm kaufen würde, selbst wenn ich das Geld hätte, denn mir persönlich sind sie einfach zu teuer für das, was drin ist. Außerdem stört mich auch die nicht vorhandene Transparenz und selbst wenn ich höchstwahrscheinlich nicht zur Zielgruppe von Dr. Barbara Sturm gehöre, finde ich es dennoch wichtig, sich an gewisse Standards zu halten, wie zum Beispiel die Angabe der kompletten INSI-Liste. Und pauschal zu sagen, dass finanziell sehr gut situierte Menschen sich nicht für sowas interessieren, halte ich persönlich für falsch, denn das ist meiner Meinung nach das Mindeste, was man im Zeitalter des Internets und Online-Shoppings bei Produkten angeben sollte, denn davon können wirklich nur alle profitieren. Wer sich nicht für die Inhaltsstoffe interessiert, der scrollt einfach weiter. Wer sich dafür interessiert, schaut sich die INSI-Liste genauer an. So einfach ist das. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr schon mal Gesichtspflege von Dr. Barbara Sturm ausprobiert? Und was haltet ihr von der Preispolitik? Und schreibt mir auch gern unten in die Kommentare, welche Marke ich mir als nächstes anschauen soll.